Schön ist er nicht, der Gartenstuhl, aber er schreibt Geschichte. Welche Geschichte dieser Gartenstuhl schreibt, was dieser Gartenstuhl mit den Domino-Dübelfräsen zu tun hat und warum heute oben Werbung steht, das klären wir nach dem Intro. Wen das Ganze interessiert, bleibt dran, es ist eine spannende Geschichte, die alle Domino-Fans begeistert wird. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zu einem etwas anderen Content wie üblich. Keine Möbelbauprojekte oder Campervan-Ausbauten. Heute geht es um ein anderes Thema und das betrifft mich. Was in der Corona-Zeit angefangen hat als Hobby, ist sehr groß geworden. Das ist mein Kanal. Ich steuere auf die 40.000 Abonnenten zu. Und immer wieder kam die Frage natürlich in den Kommentaren, womit ich mein Geld verdiene. Das ist nicht dieser YouTube-Kanal. Und deshalb werden wir heute über mich sprechen, über einen Gartenstuhl, über Domino-Dübelfräsen und das Wort, das oben drüber steht. In diesem Sinne, ihr werdet es relativ schnell rausfinden, starten wir mal mit dem Gartenstuhl. So, also dieser Gartenstuhl zur Geschichte ist jetzt 21 Jahre alt und das Besondere bei diesem Gartenstuhl ist das, den muss ich leimen, das ist ein bisschen locker hier. Ich werde den jetzt mal öffnen für euch. Was wir hier sehen, ist der erste Domino-Dübel überhaupt, den es auf der Welt gegeben hat. Und zwar hergestellt von Hand und eingefräst mit einem Elektrowerkzeug. Das macht den Stuhl ganz besonders, weil das ist das erste Möbel, das mit diesen losen Zapfen verbunden wurde und das vor 21 Jahren. Zur Maschine kann ich sagen, das ist auch was Besonderes. Und ich zeige euch das mal hier auf dem Typenschild von dieser Maschine. Ich versuche es mal hier reinzuhalten, da ist eine Jahreszahl drauf. Ja, was habe ich hier? Habe ich eine Dübelfräse aus dem Jahr 2005. Die Festool-Fans von euch wissen, dass die Maschine erst 2006 auf den Markt kam. Das heißt, das ist eine der ersten Maschinen, die das Band verlassen hat, das Montageband. Und mit genau dieser Maschine wurden vor über 21 Jahren diese Stühle gebaut. Auf denen sitzen wir heute noch, die funktionieren. Es ist nur hier eben diese Leimverbindung hier auseinandergegangen, aber ansonsten funktioniert der Stuhl nach wie vor. Ja, warum erzähle ich euch das Ganze eigentlich, das mit dem Stuhl, mit der ersten Maschine? Ja, das hat mit meinem Beruf zu tun, mit dem ich mein täglich Brot verdiene. Das ist nicht der YouTube-Kanal. Spiel mir mal, was bin ich? Die ältere Generation kennt die Sendung noch. Ich wohne 16 Kilometer von der Stadt Wendlingen bei Stuttgart entfernt und ich fahre da seit 25 Jahren immerhin zum Arbeiten. Welche Firma hat dort den Firmensitz? Welche Firma baut Elektrowerkzeuge? Wer aufmerksam die Kanalbeschreibung gelesen hat, dort steht es drin, Produktmanager im Maschinenbau. Genauer gesagt, Produktmanager für Elektrowerkzeuge. Und ich denke, jetzt dürfte jedem klar werden, was ich tue, wer ich bin. Ich bin der vor 20 Jahren mit einem Kollegen zusammen, mit dem Vitus, die Maschine auf den Weg gebracht hat und eingeführt hat und seitdem eben diese Maschine betreue und andere Maschinen. Und deshalb könnt ihr heute von mir aus erster Hand die Unterschiede der Generation 1 zu Generation 2 erfahren. Ihr wisst jetzt also Bescheid, ich arbeite bei Festool, das erklärt auch den Maschinenbestand von Festool. Heute habe ich mich entschieden, oben Werbung drüber zu schreiben, obwohl ich keinen Werbevertrag mit Festool habe. Das ist mein privater Kanal und es fließt kein Geld, nichts dergleichen. Aber weil der Kanal immer größer wird, muss ich irgendwann mal gucken, was ist rechtlich vorgeschrieben. Ich denke, ich befinde mich hier in einer Grauzone. Ich arbeite für eine Firma, habe die Produkte zum Zeigen. Natürlich, weil ich damit arbeite. Für mich ist es jetzt der sicherere Weg, nicht in eine rechtliche Falle zu tappen.
Gehen wir aber jetzt weiter mit unserem Thema. Bevor wir jetzt in die Details der Domino-Dübelfräse gehen, noch zwei weitere Ergänzungen zu mir. Es wird bestimmt den einen oder anderen interessieren, was ich bei Festool so tue, wenn ich keine Domino-Dübelfräse mache. Und da möchte ich euch mal zu Beginn ein weiterer Schatz in meiner Werkstatt zeigen. Wer kennt die Leitersäge, die SYM 70 von Festool? Hier seht ihr einen wirklichen Schatz in meiner Werkstatt, den werde ich auch hüten. Dieses Modell ist entstanden, lasst mich überlegen, 1998. Und es zeigt eigentlich die Kinematik, natürlich vereinfacht, der heutigen SYM 70 mit den beweglichen Schwenkelementen, um Sockelleistenwinkel halbieren zu schneiden. Das war mein erstes großes Maschinenprojekt, damals noch in einer anderen Firma. Des Weiteren betreue ich die ganzen Oberfräsen bei Festool, habe dann auch den Kantenleimer gemacht, um die Schmelzkleberkanten anzufahren. Und ein weiteres großes Projekt, das mich 7 Jahre gekostet hat, war die Sustainersäge. Das war mein längstes und größtes Projekt, das ich betreut habe. Und jetzt zuletzt natürlich jetzt die Nachfolgegeneration der Domino, und da steigen wir jetzt auch ein in die Details. Wie erwähnt, arbeite ich seit jetzt über 20 Jahren mit der Dübelfräse, und wenn man so viel damit arbeitet, kennt man eigentlich auch jede Schwäche der Maschine. Und es war dann immer schon mein Wunsch, die Schwäche noch zu beseitigen. Die Maschine ist tipptopp in der Generation 1, aber trotzdem gab es ein paar kleine Schwächen oder neue Ideen, um die Maschine aufzuwerten. Schauen wir uns also an, wie wir mit der Generation 1 gestartet sind. Und zwar seht ihr hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, Anschlagstifte rechts und links. Die sind geführt in Messingbüchsen. Wie ihr hier sehen könnt, hängt der eine fest. Warum sitzt so ein Stift fest? Das ist ganz einfach. Wir arbeiten ja nicht nur mit Spanplatten, sondern auch mit harzhaltigem Holz. Wenn sich da Harz an den Stiften anhaftet, dann werden die schwergängig, und wenn das zu wenig Luft hat, dann bleiben die einfach mal stecken. Oder ein anderes Thema ist, man hat einen Schrank gefräst, will den verleimen, Leim ist angegeben, und beim Verleimen stellt man fest, Mist, da muss ich nochmal nachfräsen, ich habe falsch angelegt. Dann sind die Kanten meist schon mit Leim benetzt, auch wenn man sie wegwischt, da bleiben immer noch Reste, und auch diese Leimreste können dazu führen, dass sich diese Stifte hier verklemmen. Und das Problem ist dann, wenn die zu wenig Luft haben, die Stifte, dann bleiben die hängen, wie wir das hier sehen. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen das ändern. Und wir sind dann ein Jahr später, ich meine ein Jahr später war es, auf diese Schwenkklappen gegangen. Die haben ein bisschen mehr Spiel, und die schaben quasi Harz und Leim schon von Haus aus ein bisschen besser weg. Auch die haben ein bisschen Luft, wobei, wenn man mit dem Werkstück anlegt, die Luft immer nach außen gedrückt wird und so das Maß absolut passt. Da haben wir auch keinerlei Reklamationen. Das heißt, die Mitte und die Anschläge, die passen zu 100%. Vergleichen wir jetzt diese zwei Entwicklungsstufen mit der heutigen, mit der Generation 2, mit den Füßchen, die wir ja auch schon bei der DF700 eingebaut haben. So sehen wir hier auch wieder bewegliches Stiftchen. Natürlich haben die ein bisschen Luft, um eben diesen Effekt hier drüben zu vermeiden, dass die Pferdchen hier mit der Zeit festsitzen. Diese 0,2 mm, ich drücke mal jetzt die weg, die ich nicht brauche, mal hier ein Werkstück anlegen, dann sehen wir hier, das Pferdchen schiebt sich immer nach außen, und diese äußere Position, das ist der Endanschlag. Wenn man die Maschine anlegt, drückt es die Pferdchen immer nach außen, und das ist auch abgestimmt im Werk. Ganz passgenau, dass die Maschine quasi, wenn man arbeitet und sich die Pferdchen nach außen drücken, immer noch exakt ist wie die anderen vergleichbar.
Zudem kann man jetzt auch hier seitlich drücken. Man hat wieder alle Stifte vorrätig und kann jetzt auch die mittleren wegdrücken und die äußeren verwenden. Oder dann, wer will, kann die auch komplett wegdrücken, wer ohne die arbeitet. Im Übrigen, was viele auch nicht wissen, konnte man auch diese Anschlagklappen feststellen. Das heißt, ihr könnt hier die kleine Wurmschraube, ihr könnt hier den Anschlag reindrücken und mit dem Imbus die Wurmschraube eindrehen. Und so könnt ihr diese Anschlagklappen beidseitig verriegeln, sodass die euch nicht im Weg sind. Kommen wir zum Punkt 2, das sind diese Klemmhebel hier. Ich zeige euch jetzt mal die kleinen Schwächen, die die Generation 1 in diesen Hebeleien hat zur Generation 2. Schauen wir uns mal die Generation 1 an. Da sehen wir hier den Kipphebel für die Höhenverstellung. Ihr seht, wenn der komplett nach unten gedrückt ist, man kann hier fast nicht reingreifen, um den zu lösen. Und es ist so eine mega Anstrengung, den zu lösen, je nachdem auch wie stark der klemmt. Und auf der linken Seite sehen wir den zweiten Hebel, der für die Klappe zuständig ist. Wenn man den jetzt dreht, ihr seht es schon, was ich da machen kann, dann steht er über. Das heißt, so kann ich gar nicht arbeiten. Warum ist es so? Die Kipphebel sind aus Kunststoff mit einem Metallkern. Und was passiert da? Dieser Kunststoff, der setzt sich mit der Zeit und somit nimmt die Klemmwirkung ab. Das heißt, wenn die Klemmwirkung abnimmt, dann reicht es nicht mehr hier bis hier zu klemmen, sondern ihr müsst den weiterdrehen. Und das ist auch der Punkt, was viele auch nicht wissen, warum es hier seitlich eine Schraube hat. Das heißt, ihr könnt jetzt hier den Kipphebel öffnen, rausziehen. Vorher gezeigt, wie alt die Maschinen sind. Das heißt, ihr könnt hier den Kipphebel jetzt entnehmen und hier seht ihr jetzt einen Sechskanter drauf. Und so könnt ihr jetzt den Kipphebel neu positionieren, sodass er nicht übersteht und dann dreht ihr die Schraube wieder rein. So. Und das muss man ab und an machen, weil, wie gesagt, sich dieser Kunststoff setzt mit der Zeit. Es gibt eine Lösung, eine technische, aber man muss es eben tun. Und das war ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, weiß nicht jeder, das wissen wir. Wir machen hier einen sogenannten Kipphebel dran, den man ziehen kann und kann den in der Position werkzeuglos verstellen. Das heißt, hier sind wesentlich bessere Klemmhebel verbaut. Gehen wir zum rechten Klemmhebel. Da haben wir gesehen hier, dass die Position nicht günstig ist. Wenn man den jetzt nachsetzt, sodass er ganz streng geht, dann kriege ich den fast nicht mehr auf. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir überarbeiten diesen Bereich, machen den Hebel auf die Seite hin und wechseln auch zu der deutlich robusteren Säulenführung, die wir von der DF 700 kennen. Hier haben wir eine V-Nut-Führung und klemmen von hinten auf die V-Nut-Führung drauf. Und hier haben wir eine Säulenführung, die wesentlich robuster und langlebiger ist. In diesem Zuge haben wir auch gesagt, okay, auch im Vergleich zur alten, wo wir den Klemmhebel für die Höhe rechts haben und links die Skala dazu. Und das wollten wir auf die gleiche Seite bringen, dass es verständlicher ist. Wir machen links die Klappe und rechts die komplette Höhe. Jetzt konntet ihr die Produktverbesserungen der Generation 2 Domino aus erster Hand sehen. Ich möchte noch kurz auf das Thema Absaugen eingehen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Die Domino, die arbeitet ja mit einem rotierenden Werkzeug, nicht wie Flachdübelfräsen mit Frässcheiben. Frässcheiben haben den Vorteil, also mit sehr hoher Fluggeschwindigkeit die Späne nach hinten auswerfen. Ein rotierendes Fräswerkzeug macht kleine Späne und diese Späne, die werden durch die Pendelbewegung
immer nach rechts und links im Loch hin und her geschoben und kommen nicht selbstständig raus. Deshalb ist bei der Domino zwingend erforderlich, ein Absauggerät zu montieren. Alle die mit der Domino-Netzmaschine heute schon arbeiten, die kennen das Problem. Und zwar seht ihr das hier hinten. Das Kabel, das wickelt sich immer um den Saugschlauch. Warum ist das so? Wir haben hier unser Plug-in-Kabel und hier dieses Netzkabel ist fix an dem Stecker dran. Das heißt, es ist kein Drehausgleich drin. Im Gegenzug wie hier zum Saugschlauch. Und das führt dazu, dass wenn ihr damit arbeitet längere Zeit, dass sich das Kabel ständig hier um den Schlauch herum wickelt und das ist ziemlich nervig. Und jetzt kommen wir auch zum Vorteil der Akku-Variante. Der Vorteil der Akkumaschine liegt im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand. Ihr seht hier einen Spatenhandgriff, den kennt ihr schon von der TF700, der die Maschine hervorragend bedienen lässt. Als Beispiel hier das Werkstück. Wenn ihr die Maschine anlegt, ihr seht hier, bin ich oberhalb der Maschine und ich drücke hier jetzt direkt in die Achse die Maschine ins Werkstück. Das ist perfekt verglichen mit der Netzmaschine, wo wir hier von der Handhabung her einen Stabgriff haben. Viele mögen den, keine Frage. Aber wenn ihr hier schieben wollt, ihr könnt die Maschine nicht umgreifen. Das heißt, ihr müsst mit dieser Maschine an die Kante gehen und könnt jetzt umgreifen und fräsen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich kein Kabel habe. Alleine der Drehausgleich am Saugschlauch bewirkt, dass sich die Maschine viel besser handeln lässt und ich dieses störende Kabel weg habe. Es arbeitet sich also wesentlich leichter mit der Variante. Der Akku ist aufgesetzt und zum Arbeiten reicht uns ein 4,0 Akku, der die Maschine zusätzlich im Handling natürlich unterstützt. Wir sind am Ende angelangt und ihr habt heute erfahren, womit ich meine Brötchen verdiene. Das ist nicht dieser YouTube-Kanal, sondern die Festanstellung bei Ihrer Firma Festool als Produktmanager. Ihr habt heute mein Baby gesehen, das ich seit über 20 Jahren begleite. Und ich habe die Chance eigentlich genutzt, auch die Neuerungen gleich vorzustellen. Wie geht es jetzt weiter mit dem Kanal? Ich werde natürlich wieder Möbelbauprojekte mit euch teilen und vielleicht ergibt sich auch noch mal ein Campervan-Ausbau. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr auch kein Video verpasst, das in Zukunft kommt. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, euer Wolfgang.